Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir gucken uns mal wieder eine Smartwatch an und zwar die Watch GT5 von Huawei. Hier im ersten Eindruck, die ersten Blicke auf die neueste Generation der GT-Watches. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und meinen ersten Eindrücken zu der Uhr. Ja, und wir steigen direkt mal ein in die Uhr und wir sehen hier schon, es gibt eine Form, die man sonst nicht kennt. Aber fangen wir an mit dem Display. Das Display ist ein AMOLED-Display und ist 1,43 Zoll groß, 466 x 466 Pixel, bedeutet eine PPI, eine Pixeldichte von 326. Die Auflösung ist mehr als ausreichend. Ihr seht aus meiner Sicht, zumindest aus einer realistischen Entfernung, eigentlich keine Pixel. Was muss man sagen? Die Form ist tatsächlich nicht ganz rund, also das Display logischerweise schon, aber die Uhr an sich ist achteckig und das ist tatsächlich eher außergewöhnlich. Mir persönlich gefällt das eigentlich richtig gut, weil es so diese kreisrunde Lünette, auch wenn es keine wirkliche Lünette ist, aber ganz wirklich interessant und spannend verbindet mit dieser achteckigen Form. Ansonsten haben wir auf der rechten Seite zwei Bedienelemente, einen Knopf und eine Krone. Die hat tatsächlich auch eine Funktion. Gibt ja durchaus Hersteller, die das ohne Funktion mit einbauen. Wir haben hier aber tatsächlich eine Funktion und zwar ganz konkret könnt ihr damit durch die Menü scrollen. Auf der Rückseite ist dann der TrueScene Sensor verbaut, der in der 6.0 Version verbaut ist, also sprich das Neueste, was Huawei da am Start hat. Und damit könnt ihr viele Dinge machen. Herzfrequenz-Monitoring, ihr könnt den Blutsauerstoff messen, ihr könnt Schlafmonitoring machen, ihr könnt Zyklus-Tracking machen und auch die Schlafatmung messen. Wer auf EKG gehen möchte, der braucht dann die GT5 Pro, also sprich die Top-Version aus dieser Linie. Kommen wir dann direkt auch zum Thema Akku. Das ist ja für viele von euch ein absolut wichtiges Kriterium. Und da muss man sagen, hat Huawei bei der GT5 tatsächlich wieder einen 524 mAh Akku reingepackt. Bei der GT4 war das ja auch schon der Fall. Und die Laufzeit ist dementsprechend auch sehr hoch. Es ist ja keine Wear OS Uhr, also sprich, ihr könnt das nur begrenzt erweitern, das System. Das kommt dem natürlich zugute. Aber wenn ihr da so ein bisschen stromsparend unterwegs seid, kommt ihr tatsächlich in die Richtung von den 10 Tagen, die Huawei angibt. Ich bin da jetzt nicht ganz drauf gekommen, aber fairerweise muss man sagen, ich habe natürlich auch viel ausprobiert. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist natürlich keine Wear OS Uhr, sondern eine Harmony OS Uhr in der neuesten Version 5, also sprich das, was gerade das aktuellste ist, was Huawei zu bieten hat. Zum Prozessor macht Huawei ja wie so oft, oder ich würde sagen fast immer eigentlich keine Angaben. Ich kann euch aber sagen, dass die Performance der Uhr tatsächlich sehr, sehr gut ist. Also beim Scrollen durch die Menüs und auch wenn ihr mal bei Petal Maps reingeht und so weiter und so fort, das führt zu keinen Problemen. Die Uhr ist ausreichend dimensioniert. Man kann sie natürlich auch bei den Apps nicht so stark erweitern, das ist klar. Also sprich, es ist ein bisschen darauf ausgelegt, dass die Apps optimiert sind, die mitgeliefert werden, beziehungsweise die verfügbar sind in der Huawei App Gallery. Aber es ist wirklich so, dass die Performance mehr als ausreichend ist. Da ruckelt nichts, auch wenn mal eine Benachrichtigung reinkommt, ihr gleichzeitig im Menü scrollt. Das funktioniert alles und das kann der Prozessor ohne Probleme abdecken. Also insofern performance-technisch würde ich jetzt mal sagen, geht das absolut in Ordnung. Da braucht man auch im Zweifel keine andere Uhr oder keine hochwertigere Uhr, sondern da kommt ihr ohne Probleme mit der Performance aus, die die GT5 bietet. Ja, ich hatte es euch ja gerade schon gesagt, TrueScene in der 6er Version ist verbaut als Sensor und ihr habt auch eine ganze Reihe von Apps, mit denen ihr dann die einzelnen Funktionen abrufen könnt. Ihr habt die Aktivitätsaufzeichnung, ihr habt Stay Fit, die Herzfrequenz-App, die Blutsauerstoffmessung, Hauttemperaturmessung, eine Schlaf-App gibt es dazu, Health Kleeblätter ist so ein bisschen Zielsetzung, Stress- und Atemübungen. Also es ist tatsächlich für alle Positionen und alle Messungen auch etwas verbaut. Das ist das eigentlich, was sehr positiv ist. Und diese Messungen funktionieren zumindest nach meinen Tests und ich habe keine genormten Testgeräte, also insofern nehmt es mir nicht übel, wenn ich da vielleicht doch etwas daneben liege, aber die funktionieren schon sehr, sehr genau und tatsächlich in Teilen auch genauer als die Konkurrenz, zumindest die Konkurrenz, die ich bisher hier haben durfte. Also insofern Daumen hoch für den TrueScene 6 Sensor in der GT5. Ja, dann noch ein kurzer Exkurs zum Thema Armbänder. Ihr seht hier, wir haben das Standardarmband hier an der Uhr mit dran. Auf der Rückseite, wie bei vielen anderen Herstellern mittlerweile auch, so ein Quick-Release-Button. Ihr könnt hier einfach draufdrücken, dadurch wird der Steg zusammengedrückt und schon könnt ihr die Uhr wirklich oder beziehungsweise das Armband sehr einfach von der Uhr entfernen und auch wieder dran bauen. Das geht wirklich super easy. Wir gucken nochmal eben die Stegbreite und ihr seht hier, dass die bei knapp 22 mm, also ganz konkret 22 mm liegt. Ihr könnt also alle Armbänder
verwenden, die eine Stegbreite von 22 Millimetern haben, sofern sie halt eben hier auch von der Form oben sozusagen reinpassen. Aber die Öhrchen, wie man sie von manch anderem Hersteller kennt, sind hier gar nicht notwendig. Und ihr seht, ganz so einfach ist es doch nicht. Nein, das ist natürlich Quatsch. Man muss nur den richtigen Ansatzpunkt finden und dann geht es wirklich super schnell und super easy. Also wenn ihr nicht zufrieden seid mit den Standardarmbändern oder mit denen, die ihr zusätzlich kaufen könnt, dann kauft einfach am freien Zubehörmarkt noch etwas nach. Ja, was lässt sich jetzt sagen zu den ersten Tagen, die ich mit der GT5 verbringen durfte? Also insgesamt würde ich persönlich sagen, ist das Paket sehr rund. Ich meine, wir sprechen hier auch über eine Uhr, die nicht mehr der ersten Generation entspricht. Optisch gefällt sie mir wirklich sehr, sehr gut. Also dieses Edelstahlgehäuse fühlt sich richtig gut an. Auch diese achteckige Form, darüber dann das runde Display, das finde ich, ist optisch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Kanten sind nicht scharf, alles richtig gut verarbeitet, zumindest bei diesem Testexemplar, welches ich hier habe. Auch die Knöpfe sind gut verarbeitet, die Krone wackelt nicht, also das ist wirklich alles richtig, richtig gut und sieht aus meiner Sicht auch gut aus. Die Armbänder lassen sich super leicht wechseln, der Sensor auf der Rückseite funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut, wenngleich man immer dazu sagen muss, es ist natürlich kein medizinisches Gerät, aber das dürfte, denke ich, klar sein. Performance geht absolut in Ordnung, da gibt es auch nichts dran zu deuteln, also der Prozessor scheint mehr als ausreichend dimensioniert für diese Uhr. Ihr wisst, wir haben hier nicht die Möglichkeit, weitere Apps aufzuspielen oder beziehungsweise nur sehr begrenzt. Ihr habt zum Beispiel Petal Maps, das ist eine der Apps, die ihr erweitern könnt, aber ansonsten ist das für den deutschen Markt nicht ganz so umfangreich wie bei anderen Herstellern. Aber man muss sagen, wenn ihr eine sehr, sehr gute Smartwatch haben wollt und mit den Apps, die hier installiert sind, auskommt, dann ist das definitiv was ihr euch angucken solltet. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Im nächsten Video zeige ich euch im Einsteiger-Guide nochmal alle Apps, alle Einstellungen und so weiter und so fort. Danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.